In Satisfactory stehen euch 4 Wege zur Verteilung bzw. Zusammenfassung eurer Güter zur Verfügung. Dazu gehören der förderbaren Fusionator, im Englischen Merger, der förderbaren Splitter, im Englischen ebenfalls Splitter, der intelligente Splitter sowie abschließend der programmierbare Splitter. Die beiden erstgenannten stehen euch ab Tier 1 zur Verfügung. Der intelligente sowie der programmierbare Splitter müssen über den Kriteriumbaum des MAM erforscht werden. Je nach Spielweise stehen sie somit erst im fortgeschrittenen Spielverlauf zur Verfügung. Sehen wir uns die 4 nun genauer an. Der Förderbahnfusionator dient dazu, mehrere Förderbänder in ein Förderband zusammenzunehmen. Insgesamt können 3 Förderbänder als Eingang in einen Fusionator geführt werden. Die 4. Öffnung des Fusionators dient als Förderbandausgang. In Summe können also die Produktionsgüter von 3 Maschinen via eines Fusionators zusammengefasst werden. Der Förderbandsplitter wiederum verkehrt das Prinzip des Fusionators ins Gegenteil. In einen Förderbandsplitter kann nur ein Förderband als Eingang geführt werden. Diese Produktionsgüter werden anschließend auf bis zu 3 Ausgänge des Splitters aufgeteilt. Dadurch ist es beispielsweise möglich, mit einer Mine mehrere Schmelzöfen zu versorgen. Im weiteren Spielverlauf stehen euch zudem wie erwähnt der intelligente Splitter als auch der programmierbare Splitter zur Verfügung. Da sich beide nur marginal unterscheiden, fasse ich deren Funktionsweise kurz zusammen. Beide Varianten des Splitters bieten im Prinzip dieselbe Funktion wie ein normaler Splitter. Das heißt, ihr könnt an einer Seite Waren zuführen, diese werden dann auf bis zu 3 Ausgänge aufgeteilt. Der Unterschied liegt letztlich im Detail, aber in einem sehr wichtigen Detail. Beim intelligenten Splitter könnt ihr festlegen, welcher Gütertyp über welchen Ausgang ausgegeben werden soll. Führt ihr also beispielsweise Kupfer, Eisen und Kriteriumerz über ein einziges Förderband zu, könnt ihr die Items dadurch gezielt auftrennen, indem ihr etwa einstellt, dass am linken Ausgang nur Eisen, mittig nur Kupfer und rechts nur Kriterium ausgegeben werden soll. Was ist nun der Unterschied zwischen intelligentem und programmierbaren Splitter? Der intelligente Splitter erlaubt euch nur einen Gütertyp pro Ausgang auszugeben. Mit dem programmierbaren Splitter könnt ihr aber festlegen, dass mehrere verschiedene Güter pro Ausgang ausgegeben werden. Neben der erwähnten Warenausgabe bieten der intelligente und der programmierbare Splitter 4 weitere essentiell wichtige Funktionen. Nummer 1. Any. Anstelle eines bestimmten Gutes könnt ihr Any auswählen. Dies bedeutet, dass über den gewählten Ausgang jedes Gut ausgegeben wird, welches ankommt. Auch solche, die an einem anderen Ausgang definiert sind. Bei Nummer 3 gehe ich näher darauf ein, dass dies in Beziehung damit steht. Anwendungsmöglichkeit, wenn ihr überlaufende Waren in ein zentrales Lager bringen wollt. Nummer 2, None. Die Auswahl None kommt eher selten vor, ist aber dennoch hilfreich. Wenn ihr mehrere Maschinen mit einem Gut versorgt, aber nur die Versorgung zu einer Maschine unterbinden wollt, könnt ihr dies mit None erledigen. Anwendungsmöglichkeit, wenn ihr eine bestimmte Produktionsstrecke temporär stilllegen wollt, ohne Rückbau der Anlage selbst. Nummer 3. Any Undefined. So ähnlich wie Any, aber doch anders. Hier wird schlicht und ergreifend alles ausgegeben, was auf der anderen Seite in den Splitter reinkommt, mit einer Ausnahme. Güter, die an einem anderen Ausgang bereits als Ausgabe definiert sind. Anwendungsmöglichkeit, wenn ihr überlaufende Waren in ein zentrales Lager bringen wollt, gleichzeitig aber sicher gehen wollt, dass bestimmte Güter immer auf der Förderbahnstrecke verbleiben. Nummer 4. Overflow. Meines Erachtens mit die wichtigste Funktion bei Splittern in Satisfactory. Wir gehen nachfolgend gleich auf weitere Details ein, deshalb hier nur kurz angerissen. Rückstaus auf Förderbändern können ein großes Problem sein. Die Option Overflow löst dieses Problem. Sobald das Förderband, genauer gesagt der Splitter, vollläuft, wird über diesen Ausgang die Ware abgeführt. Anwendungsmöglichkeiten für diese Auswahl gibt es direkt mehrere. Zentral erwähnenswert ist natürlich die Tatsache, dass ihr damit Rückstau auf dem Förderband vermeiden könnt. Darüber hinaus könnt ihr überschüssige Produktion von Gütern dadurch einfach und bequem in den Awesome Sink überführen. Bauweisen von Splittern und Mergern. Setzt frühzeitig auf die Anwendung von Mergern und Splittern und macht euch mit ihrer Anwendung vertraut. Grundsätzlich gibt es vor allem 2 Varianten bei der Bauweise. Variante 1, die Aufbauweise einer Baumstruktur. Diese Variante lässt sich mündlich schlecht beschreiben, weshalb ich sie einmal kurz grafisch aufzeige. Im Prinzip führt der Warenstrom in einen Splitter. Dieser verzweigt in weitere Splitter und diese wiederum verzweigen an die Maschinen.
Die Baumstruktur könnt ihr beliebig ausbauen, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Variante 2, die Aufbauweise als Linienstruktur. Bei dieser Variante sitzt ein Splitter genau vor dem Eingang einer Maschine. Die Güter werden auf einer Seite über ein Förderband zugeführt. Ein Ausgang läuft in die Maschine, ein anderer in den nächsten Splitter, welcher vor der nächsten Maschine steht. Der dritte Ausgang kann ungenutzt bleiben oder die Waren in ein gegenüberliegendes Gerät führen. Beide Varianten haben spezielle Vor- und Nachteile, auf die ich im nächsten Abschnitt genauer eingehe. Hier nur kurz: Bei der Baumstruktur braucht ihr mehr Platz, eure Güter werden aber gleichmäßiger verteilt. Bei der Linienstruktur ist es genau umgekehrt: geringerer Platzbedarf, ungleichmäßigere Verteilung. Wie arbeiten Splitter bei der Verteilung der Güter? Ein häufig missverstandenes Thema bei Splittern ist die Art und Weise, wie diese Güter verteilen. Wir sehen uns das daher am praktischen Beispiel an. Grundsätzlich hängt die Verteilung der Güter durch Splitter direkt mit den daran angebundenen Förderbändern und der Bauweise zusammen. Wir haben hier mehrere Konstruktoren. Diese werden über Splitter in Linienbauweise mit Gütern versorgt. Das Förderband fördert 60 Einheiten pro Minute. Am ersten Splitter werden diese 60 Einheiten pro Minute auf 2 Ausgänge aufgeteilt. 30 gehen in den Konstruktor, 30 gehen zum zweiten Splitter. Dort wiederholt sich der gerade erwähnte Vorgang. Die 30 Einheiten werden gesplittet. 15 gehen in den Konstruktor, 15 in den nächsten Splitter. Ich denke, die Konsequenz dieser Bauweise wird damit klar. In den ersten Minuten nach Inbetriebnahme wird der Konstruktor am ersten Splitter pro Minute mit 30 Einheiten versorgt. Der Konstruktor am dritten Splitter erhält aber nur noch 7,5 Einheiten pro Minute. Diese Situation hält genau so lange an, bis der erste Konstruktor mit der Eingangsware vollläuft. Dann entsteht ein Rückstau. Dieser wiederum führt dazu, dass mehr Güter zum zweiten Splitter gelangen und somit die weiteren Konstruktoren besser versorgt werden. Bedenkt bei dieser Sache aber auch noch, dass die Splitter einen Speicher haben, also erst einmal eine gewisse Menge an Einheiten im Splitter auflaufen muss. Der Vorteil der Linienbauweise, sehr viel Platz zu sparen, wird hier kurzfristig zumindest zum Nachteil, da die Auslastung der Konstruktoren 2 bis 4 zumindest anfänglich niedrig bleibt. Was kann man dagegen tun? Option 1: Schnellere Förderbänder einsetzen. Dies macht aber nur Sinn, wenn die angelieferten Güter mindestens in derselben Geschwindigkeit gefördert werden. Option 2: Warten. Unter der Annahme, dass die Produktionsdauer pro Minute kleiner als die angelieferte Gütermenge pro Minute ist, entsteht irgendwann ein Rückstau. Anders ausgedrückt, wenn der Konstruktor pro Minute 20 Eisenbarren benötigt, aber 30 erhält, ist der Puffer nach 10 Minuten vollgelaufen. Es entsteht der Rückstau. Ankommende Rohstoffe werden dann also direkt an den zweiten Splitter weitergeleitet. Option 3: Eine Baum- anstelle einer Linienstruktur wählen. Option 4: Load Balancer. Dieses Konzept erkläre ich separat im weiteren Verlauf. Was ist ein Load Balancer und wie kann er mir helfen? Aus Factorio ist das Load Balancing sehr bekannt. Im Kern geht es dabei darum, die einzelnen Förderbänder möglichst optimal auszulasten. Bewerkstelligt wird das dadurch, dass Güter, die auf 2 Förderbändern zugeführt werden, untereinander getauscht werden können. Ich zeige dies einmal kurz am Beispiel, da es so leichter verständlich ist. An dieser Stelle sei aber bereits erwähnt: Es handelt sich hier um ein Prozedere, welches nicht identisch zu Satisfactory umsetzbar ist und mit steigender Zahl an Förderbändern zudem erheblich an Komplexität zunimmt. Mitunter ist es auch gar nicht notwendig in Satisfactory. Allgemeine Tipps und Hinweise zu Splittern und Mergern. Eingänge und Ausgänge lassen sich eigentlich ganz einfach unterscheiden. Die Ausgänge haben eine blaue Kennzeichnung, die entfernt die Form eines Pfeils hat. Eingänge sind durch 3 gelbe, waagrechte LED-Lichter gekennzeichnet. Splitter und Merger lassen sich übrigens stapeln und nahtlos mit Aufzügen verbinden. Das wird bereits ab Tier 2 relevant, wenn ihr Manufakturen einsetzen könnt. Auch mit normalen Splittern lassen sich Overflow-Konstrukte bauen, obgleich nicht so bequem. Dazu einfach einen Splitter vor die Güter zur Führung packen. Ausgang 1 führt in die Maschine, Ausgang 2 wird angeschlossen, sobald der Überlauf droht. Hier gibt es übrigens noch viele weitere spannende und herausfordernde Anwendungsfälle.